So, jetzt bin ich da und Terre de Femmes ist tatsächlich auch, ich habe es ja vorhin gesagt, wir feiern den 7. Mai zum 7. Mal und Terre de Femmes ist auch zum 7. Mal dabei. Wie Viktor eben sagte, wir sind von Anfang an mit dabei gewesen. Wir haben das Kölner Urteil begrüßt und wir haben die Forderungen für den 7. Mai für den WW Doga von Anfang an unterstützt. Für uns bei Terre de Femmes war ganz klar, dass ein Gesetz zur Erlaubnis einer Jungenbeschneidung nicht nur sich gegen Menschenrechte richtet, wo wir uns ja dafür einsetzen, dass Menschenrechte für alle Menschen gelten, weil es ja uns um Gleichberechtigung geht, sondern dass darüber hinaus ein solches Gesetz auch noch dafür sorgen würde, dass der Kampf gegen FGM, also gegen die weibliche Genitalverstümmelung, weltweit massiv behindert werden kann. Und genau das ist ja leider auch passiert. Es gibt tatsächlich Länder, in denen werden FGM-Praktiken auch mit Hinweis auf das deutsche sogenannte Beschneidungsgesetz mitbegründet und gerechtfertigt. Das hat uns also alle nicht weitergebracht, sondern sehr schwer zurückgeworfen. Ich möchte jetzt aber erstmal was Positives noch erwähnen. Und zwar, ich bin ja nun auch schon seit einigen Jahren für Terre de Femmes hier dabei. Und inzwischen hat sogar unser Bundespräsident gezeigt, dass er auch hinter dem WW Doga steht. Ich wurde nämlich letztes Jahr für mein Engagement und den Einsatz hier mit einer Einladung ins Schloss Bellevue ausgezeichnet und bin dann eben zum Bundespräsidenten gereist. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, lieber Herr Steinmeier, ich möchte mich für diese Geste bei Ihnen bedanken. Sie zeigen damit, wie sehr auch Sie hinter den Forderungen für körperliche Unversehrtheit und genitale Selbstbestimmung aller Kinder stehen. Das finde ich ganz großartig. Auch international gibt es viel Positives zu berichten. Wir haben in den letzten Tagen viele Nachrichten und Videobotschaften aus Kenia und Uganda in Afrika bekommen. Dort wird auch der WW Doga gefeiert. Da gehen Aktivisten auf die Straße und in Dörfer, in Familien, veranstalten Informationsvorträge zum Thema Genitalverstümmelung, genitale Selbstbestimmung und klären über Sexualität und Schutz beim Geschlechtsverkehr auf. Und wir sehen auf diesen Videos ganz großartig, wie sie durch die Dörfer gehen, große Transparente, Use Condoms und No Circumcision, auch mit unserem WW Doga Logo. Und ich muss sagen, als Feministin berührt mich das wirklich ganz enorm, wenn ich sehe, dass Männer sich dermaßen gegen das Patriarchat richten, ausgerechnet in Gesellschaften, wo das Recht des Stärkeren noch so an der Tagesordnung ist. Dann erfahren wir auch immer wieder mehr aus Israel. Es sind inzwischen mehrere Organisationen aus Israel, die den WW Doga unterstützen. Hier sind es vor allem Eltern, von denen man viel hört, die Informationsveranstaltungen machen, auch anlässlich des WW Doga und immer wieder aufklären und auf das Recht für genitale Selbstbestimmung pochen. Das ist auch eine ganz großartige Entwicklung und da hören wir auch immer wieder mehr davon. Ja, dann darf ich euch eine neue Kampagne vorstellen. Und zwar, Terre de Femmes arbeitet hier zusammen für eine Aufklärungskampagne, die hatte am Dienstag, also dem tatsächlichen 7. Mai, dann in Berlin, deswegen waren wir alle nicht hier, wir mussten alle nach Berlin, haben dort die neue Aufklärungskampagne Mein Körper unversehrt und selbstbestimmt vorgestellt. Das ist eine Aufklärungskampagne, die über ein Jahr laufen soll. Und Terre de Femmes hat sich hier zusammengeschlossen mit dem Verein Mogis e.V., eine Stimme für Betroffene, und dem Projekt 100% Mensch. Projekt 100% Mensch kann heute leider nicht hier sein. Der Holger Edmeier hat Geburtstag, deswegen ist er nicht in Köln. Aber Viktor Schiering von Mogis e.V. ist ja hier und wir werden euch das jetzt einmal gemeinsam präsentieren, was das für eine Kampagne ist, was das soll und wie das passieren soll. Also es geht um Aufklärung. Genau, das war das Plakat mit zur Kampagne. Warte mal, jetzt suche ich meinen Flyer. Du könntest vielleicht mal kurz die Forderungen der Kampagne sagen. Ein Gesetz zum umfassenden Schutz aller Kinder vor Genitalverstümmelung, unabhängig von Genital und Geschlecht. Beratungsangebote für Betroffene, Gefährdete und Eltern. Forschungsgelder für die Untersuchung der Folgen von Genitalverstümmelung. Schulung von Fachkräften, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, Hebammen, Psychologinnen und andere. Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit innerhalb betroffener Communities und drohende Genitalverstümmelung muss Asylgrund sein und soll Gefährdeten unbefristetes Aufenthaltsrecht ermöglichen. Und darf ich noch einen Absatz dazu vorlesen, weil wir den auch ganz wichtig in dieser Kampagne finden.
Weite Teile der Öffentlichkeit verweigern sich bisher einer aller Kinder umfassenden Diskussion des Themas Genitalverstümmelung. Dies ermöglicht rassistischen, antisemitischen und islamfeindlichen Organisationen sowie Haltungen, das Thema für ihr Ziel der gesellschaftlichen Spaltung und Ausgrenzung zu missbrauchen. Wir distanzieren uns in aller Schärfe und Deutlichkeit von Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und jeglicher anderer Form der Menschenfeindlichkeit. Denn dieses Thema gehört in die demokratische Mitte unserer vielfältigen Gesellschaft. Es betrifft viel mehr Menschen, als du vielleicht denkst. Und das ganz konkret. Wir alle sind gefragt. Genau, das haben wir jetzt vorgelesen von dem Flyer. Das ist jetzt das erste Printprodukt, was es zur Kampagne gibt. Den könnt ihr euch hier drüben im Wagen auch abholen und weiterverteilen. Ansonsten wird jetzt es ein Jahr lang Informationsveranstaltungen und verschiedene Aktionen geben. Informieren könnt ihr euch darüber auf der Website. Die steht hier unten. Ganz einfach, unversehrt.eu. Und die wird fortwährend aktualisiert. Da gibt es immer wieder was Neues. Und man kann uns in den sozialen Medien folgen, also auf verschiedenen Kanälen wird informiert. Und dann gibt es noch das Tape, das wird Viktor vorstellen. Das Fragile Child Tape, das hat uns eine wunderbare Werbeagentur Grey, die das unterstützt, entwickelt. Ist ein Paketklebeband, auf dem Kindersilhouetten zu sehen sind, kurz die Kampagne vorgestellt wird. Und das kann man in Zukunft bestellen und für seine Paketsendung benutzen. Und wenn man dann dieses Paket öffnet, später muss man dieses Band durchschneiden. Und das ist sozusagen die Idee, dieses Versinnbildlichen, was jeden Tag mit Kindern weltweit passiert. Also wir sind sehr gespannt, wer das alles benutzen wird. Und ihr könnt das gerne auch weiter verbreiten, diese Botschaft. Und es gibt noch einen weiteren wunderbaren Unterstützer dieser Kampagne. Ja. Und das ist Lush. Ja, Lush, genau. Fresh Handmade Cosmetics. Genau. Lush kennt ihr sicher, die unterstützen diese Kampagne eben auch. Ebenso wie, darf man nicht vergessen, Aktion Hilfe für Kinder, steht auch auf dem Flyer. Bloß bei Lush fiel mir ein, es gibt hier in Köln eine Straße weiter auch einen Laden, wo ist der? Da vorne. Morgen ist Muttertag und weil wir gerade bei Gleichberechtigung sind, Väter freuen sich auch über Geschenke. Badet in Lush-Seife, sagen wir nur dazu. Denn die haben das Herz auf den rechten Fleck und unterstützen Kinderschutz. Und das, würde ich mal sagen, ist doch recht bemerkenswert. Gut, erzählt es weiter, folgt uns in den sozialen Medien, schaut auf die Website, kommt zu Veranstaltungen, erzählt es weiter und nehmt gerne auch Kontakt auf. Auf der Website kann man uns auch kontaktieren, man kann auch was spenden. Und gebt uns gerne Anregungen, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, was wir noch unterbringen sollten oder könnten oder wo wir noch hingehen sollen. Ja, ihr könnt die Kampagne auch einladen zum Beispiel. Also wir werden eigene Veranstaltungen machen, aber sind auch gern auf Veranstaltungen zu Gast, um diese vorzustellen. Gut, vielen Dank. Gerne. Ja, wo wir gerade auch bei dieser Kampagne sind und diesem allumfassenden Schutz für alle Kinder, möchte ich nochmal betonen, wie stolz mich das gerade als Feministin und Terre de Femme Mitfrau macht, dass ich bei allen unseren Veranstaltungen und Versammlungen in den letzten Jahren, seitdem wir darüber sprechen, noch niemals gehört habe, dass irgendjemand das in Zweifel stellt bei uns, dass wir uns auch gegen die Genitalverstümmelung und für die genitale Selbstbestimmung von männlichen, intersexuellen und Transkindern einsetzen. Also Feministinnen oder auch gerade wir bei Terre de Femme im Verein, wir diskutieren uns über viele Sachen, die Köpfe heiß. Manchmal denkt Frau dann auch um und ändert ihre Meinung und sagt, naja, was anderes sehen wir jetzt ein bisschen anders oder wir switchen um in der Denkrichtung. Aber in diesem Punkt gab es bei uns noch niemals eine Diskussion, dass es grundsätzlich ein Menschenrecht ist, das für alle gelten muss. Und das macht mich wirklich sehr stolz und glücklich. Ich möchte meine Rede schließen mit Worten des italienischen Dichters Dante Alighieri. Dante hat gesagt, 3 Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: Sterne, Blumen und Kinder. Kinder sind das Schützenswerteste und Wertvollste in unserer Gesellschaft. Und wer Kinder verletzt, der greift jedes Mal einen wehrlosen Menschen an. Er verletzt die Menschenwürde, er verletzt unsere menschliche Gemeinschaft und letzten Endes verletzt er auch sich selbst. Und die Verantwortung für diese Verletzung tragen nicht nur allein diejenigen, die so eine Genitalverstümmelung ausführen oder ausführen lassen. Das tun auch alle, die Bescheid wissen, die wegsehen, die beschönigen, die verschweigen
oder die es einfach relativieren. Und ganz besonders dann ist es besonders schlimm, wenn sie in Politik und Medien tatsächlich etwas zu sagen haben. Unsere Botschaft ist sehr einfach. Wir haben hier ein neues Gimmick, den Bierdeckel. Auf dem könnt ihr euch auch abholen. Da steht es nochmal ganz einfach drauf. Das sind die Kinder, die hier diese Schilder hochhalten. Lasst uns so, wie wir sind. Und ich würde sagen, holt euch diesen Bierdeckel und drückt ihn einfach jedem Menschen in die Hand, der der Meinung ist, dass das, was wir fordern, irgendwie zu kompliziert oder viel zu viel ist. Weil es ist wirklich total einfach. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche uns noch einen wunderbaren Baby Doga. Macht's gut.